Hallo zusammen im Le Petit Café de Monsieur S. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Le Petit Café de Monsieur S ist natürlich ein kleiner Café. Schade, dass ihr da nicht mit einem Kaffee oder einem Spritz oder mit Aperol, bitte auch Select und etwas auch Kleinigkeiten, die ich vorbereitet für euch, um diese Kleinigkeit zu genießen. Aber so bald wird es natürlich diese Lockerung weiter vorbei sein und dann können wir natürlich zusammen diese Le Petit Café de Monsieur S genießen. Ich bitte euch auf natürlich Verständnis. Ich bin natürlich auch sehr froh, dass andere Freunde außer Landshut, Deutschland verbunden sind und ich möchte die auch sehr gerne auf ihrer Muttersprache begrüßen. Ich werde natürlich auf Deutschsprache sprechen, das ist natürlich die Hauptsprache, die ich gerne während dieses Livestream unterhalten würde, aber auch ich hätte gerne auch meine Freundinnen aus der ganzen Welt, die jetzt verbunden sind, zu begrüßen. My friend, thank you so much that you are here with us. I am so glad, naturally, in spite of the distance and in spite of the actual situation, I cannot welcome you, but we are connected to this live stream, and I hope really that you are in a good heart. Thank you so much for your support, for your messages that you love to be here in Landshut, in this wonderful small city. It's really beautiful. I love it as a small city, a Bavarian city. Landshut ist eine kleine City, sie ist
around 65 kilometer distance from Munich. Thank you so much. I hope that you will enjoy this live stream, this digital opening. So, chers amis and chers amis, merci infiniment pour votre connexion et pour votre présence online. Ça m'a fait vraiment un très grand plaisir aussi bien de votre part de recevoir des messages, soit de la part des personnes qui sont tout pressées en Europe, la France, la Belgique, la Suisse et au nord d'Afrique, Maroc par exemple, en Amérique, Canada, Québec. Je vous salue tous, merci infiniment. Carissimi amici e amiche italiani, sia maggior parte dei miei amici e amici vengono da Venezia, vi voglio tanto bene, grazie a Marco del tuo supporto, del tuo aiuto anche posso dire. Ciao Cristina, ciao Leonardo, ciao tutti i ragazzi, comunque spero che questo locale potrà avere l'occasione di poter accogliervi come ho fatto precedentemente con altri amici. Adesso passiamo giustamente alla presentazione del locale. So, liebe Freundinnen und Freunde, nach dieser kleinen Vorstellung müsste ich euch etwas erzählen. Mein Name, es gibt natürlich meistens meine Freundinnen und Freunde, die kennen mich. Mein Name ist Abdel Fattah Belwali. Für meine Freundinnen und Freunde bin ich manchmal Abdel, manchmal Abel, aber ich freue mich auch, wenn jemand einen anderen Namen hat. Das würde mich natürlich sehr freuen. Le Petit Café de Monsieur S ist eine Idee, die natürlich einen langen Prozess geführt. Ich habe diese Idee seit langer Zeit. Ich würde mich sehr freuen, etwas mit meinen Nachbarn hier in Landshut, meinen Freundinnen und Freunden und auch natürlich in der Umgebung etwas zu mitteilen. Das kommt natürlich aus unterschiedlichen Gründen und die Hauptgrund ist diese kulturelle Mischung. Ich bin in Marokko geboren. Da ich in Marokko geboren bin, ich habe viel diese Teekultur genossen. Ich erinnere mich natürlich, als ich jung war, ich laufte in die alte Stadt und ich rieche natürlich das Geruch von dem frischen Menschen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche Tee an die kleine Bäckerei oder Café. Manchmal dieser Tee ist mit Orangenblüten vorbereitet, mit Orangewasser, mit frischem Mint aus unterschiedlichen Lagen aus Marokko und andere Gerüche. Und es gibt auch natürlich diese Kaffeekultur, aber es ist nicht sehr stark wie die Thé à la menthe. Danach bin ich nach Italien, in Venedig emigriert, da wo ich auch ein Privileg gehabt habe, um natürlich eine gastronomische Kultur zu entwickeln. Ich habe angefangen zum Beispiel von Harris Bar, wo ich etwas konkreter gelernt habe, bis zu meiner letzten Erfahrung, die ich mit meinem Freund Marco Frasco erlebt habe. Und Marco hat natürlich seit 1997 haben wir zusammen natürlich unterschiedliche gastronomische und Hotellerie erlebt. Danach hatte ich auch mein eigenes Restaurant, wo ich meine venezianische neue Kultur oder die Entwicklung dieser Kultur entwickelt habe und ich hatte die in diese zwei Restaurants geübt. Ich bin hier in Landshut, in dieser schönen kleinen Stadt, seit ungefähr 6 Jahren, wo ich meine Deutschsprache verbessert habe und habe ich auch etwas sehr schön erlebt, diese gastronomische Kultur, die ist in dieser kleinen Gaststätte, Bäckerei und Landshut ist wirklich eine kleine Stadt, aber mit unendlichen Möglichkeiten.
Ich liebe diese kleine Stadt und ich läufe oft zwischen die Gäststätte oder auch diese Biererei, wo ich ein leckeres Bier genieße. Mein Lieblingsplatz natürlich findet sich ein kleines Gaststätte in Berdorf, wo ich sitze und ich genieße natürlich mein Bier und meine Würste und diese Kleinigkeit. Ja, diese kulturelle Mischung ist auch entwickelt nach meiner Reise in Asien, zum Beispiel in unterschiedlichen Ländern in Asien habe ich solche Geräte entdeckt und habe ich gedacht, dass die asiatische sind. Zum Beispiel diese Siphon-Geräte oder nennt man die Vacuum-Kaffeemaker oder Siphon-Kaffeemaker und das ist ein kleines Gerät, die hat zwei Glasbereiche oder zwei Flaschen. Das Siphon ist normalerweise von einer französischen Frau am 80er Jahre patentiert, aber die ist von einer Deutschen aus Berlin verbessert als Design. Und dann kommt diese kleinen Geräte, das ist natürlich meistens mal in solchen Laden hier gesehen, aber in die asiatischen Laden habe ich die natürlich entdeckt. Und das kleine Gerät heißt Chemex. Und Chemex ist ein kleines Gerät, das ist von einem Chemiker erfunden. Und dieser Chemiker ist in Kiel geboren. Und er ist Deutscher. Und habe ich gefragt, selbst wieso diese Geräte, die sind hier erfunden und ich habe die von Distanz oder von Ferne entwickelt. Natürlich, diese Geräte habe ich sehr liebe. Nach unterschiedlicher Forschung habe ich meine kulturellen Erfahrungen entwickelt und verarbeitet, um diese Geräte zurückzubringen und in meinem Laden zu benutzen. Ja, das ist natürlich die einzige, nicht der einzige, aber der fertige Punkt. Danach kommen natürlich andere Argumenten bezüglich Tee, eine Teekultur zu entwickeln, zum Beispiel Gewürze-Tee mit Gewürze, ein frischer Kurkuma zu mahlen, ein Anis, ein Kardamom oder das ist ein gemaltes Kurkuma, eine Zimt und alle diese Gewürze. Ich finde Liebe, die in meinem Kaffee und Teevorbereitung zu benutzen. Ja, das ist natürlich eine meiner Strategien oder meine Ziele. Und dazu gehören auch Kleinigkeiten, die ich persönlich vorbereiten. Das heißt, nennt man natürlich die Etikette oder Kleinigkeiten, die man zusammen mit einem roten Wein oder weißen Wein oder ein Aperitif zum Trinken oder auch mit einem Wein, der heißt auch Monsieur S, wie dieses Café, le Petit Café de Monsieur S. Und ich fand wirklich diesen Wein sehr, sehr lecker und sehr gut. Und habe ich gedacht, ich präge das, ich kaufe diesen Wein und bitte ich an euch, wenn ihr hier da wärt. Und das würde mich sehr freuen. Ja. Kaffee ist eine individuelle Wahl. Was bedeutet ein Kaffee? Kenne ich natürlich. Ich finde besser, dass unser Freund aus Jakarta, Indonesien, das erzählen. Er ist auch ein Experte im Bereich Kaffee. Es wird auch mein Freund Marco aus Venedig, Italien, wird etwas darüber erzählen. Bezüglich Tee wird Bada aus Marokko, Rabat, etwas erzählen.
Und das ist natürlich meine Gäste, die natürlich während dieser Livestream teilnehmen werden. Und wir werden auch meinen Freund Alexei aus Moskau als Gast. Er werde etwas für uns spielen. Das ist ein Freund für mich, dass Alexei mit seinem Saxophon für uns etwas Musikales anbietet. Ja, zurück zu unserer Kaffeekultur oder unserer Kaffeevorbereitung. Natürlich, Kaffee ist individuell, aber es gibt eine Hinterkultur, die ich persönlich und auch zusammen mit meinen Freundinnen und Freunden mitteilen möchte. Das heißt, Kaffee ist nicht nur ein Wortkaffee, es gibt hinter unterschiedliche Parameter und Kriterien, wie mit Wein. Wenn ich zum Beispiel auch im Supermarkt gehe und muss ich einen Äpfel kaufen, ich finde rote Äpfel, grüne Äpfel oder mit Wein. Es gibt Rotwein, Weißwein. Als Rotwein gibt es Merlot, Cabernet, Weißwein, Müller-Thurgau und Chardonnay und so weiter. Aber mit Kaffee, wir wissen weniger. Und das finde ich natürlich sehr interessant, mit euch zu mitteilen. Das heißt, es gibt Kaffee als Kaffee Arabica, Kaffee Robusta. Die Kaffee Arabica ist und Kaffee Robusta ist. Was? Du kannst ihn jetzt erst und überleiten. Das habe ich nicht. Dann lass es dann. Okay, so, und jetzt ich entschuldige mich, ich habe die Zeit benutzt. Und jetzt, es freut mich sehr, dass wir mit Jakarta, Indonesien verbinden werden. I want to thank you so much, Fauzan, for your contribution. I am really, really pleased that you accept to show us, because I said I don't find nobody better as you to explain the cafe and to give to my friend here in Landshut, Germany, and also here from Landshut. We give something to the other places in the world. Okay, so now jetzt ist, liebe Freundinnen und Freunde, Mr. Fauzan aus Jakarta wird seine Performance für uns vorbereiten. Hallo Fauzan. Hello. So, thank you so much, Fauzan, for your contribution. Yeah, it's okay, because we are all at home now, right? Online. Unfortunately, Yeah, online. das unser Freund aus Indonesien, das erzählen, ist auch ein Experte. Okay. So, I'm here in Yogyakarta, and now it's 8 p.m. But it's okay because there's a culture in Indonesia is very unique for coffee, because mostly traditional coffee is open at 6 a.m. until 6 p.m. until 6 a.m., which is maybe different than in Europe or most in the world, because here mostly coffee, the people think that coffee is for stay awake, and it means stay awake during the night. And because in Java, they have shadow performance or many performance during the night, so people usually having coffee in the night to stay awake and watch the performance, and also people love to talk during the night. That can be a little bit different than the European tradition of coffee, which open at 6 in the morning or 7 in the morning. So, and here in Yogyakarta, we have also a very strong tradition with coffee called coffee joss. It's a black coffee, and then it's you put the cocoa very
and this cocoa is like from the fire and put dip it into the coffee. And they believe that kind of coffee can heal them from flu and etc. Something like that. So when we talk about the traditional coffee in Indonesia and how we I think we have to come back to tradition the coffee brought here by the Dutch colony at the time in 700, 1900. Like when they are coming with coffee and they are planting around Java area, and then of course you cannot taste the coffee, so sometimes you have to wait the other animal eating the coffee, which is cheaper. Now you know that coffee is a coffee luwak, and this is from the cheaper because you cannot taste the real coffee from the plant because that was forbidden by the Dutch. So that is that kind of tradition is always became like a myth in Indonesia. That's why we taste coffee, we enjoy coffee differently than most of the world. But now with the specialty coffee, it's different. It's really changing everything. Like now the people get more into the wash process because Indonesia has a very good processing in coffee actually also called red hard, or maybe it's look like a semi-wash coffee. Like, okay, they put it in water, but now the red hard has a very distinct aroma, like tobacco and earthy, something like that. But then now we get more and more, they can make green coffee from that processing. And then here, because I have mostly from West Java coffee, I love to bring to your cafe, Abel, but now it's just visually first. And this all is from old crop, the varietal is typical, the first varietal that planted in Indonesia also by the Dutch, and mostly from West Java also. Yeah. And when we talk about the tradition now with the Indonesian, especially with coffee, is getting more and more demanding the people into the clean coffee, not like have like what we always drink, because Indonesia loves sweet, so they will put so many sugar in the coffee, and then this so-called third rate coffee or specialty coffee try to knowledge people, try to tell them that the coffee is good without sugar. Of course, still we still have so many struggle in that because they really love sugar. They put the traditional sugar called gula aren or like palm sugar. They will put a lot of palm sugar in the coffee, makes it just like a cappuccino, but instead of sweet. And of course, with the specialty coffee, we still didn't not stick to the big percentage in Indonesia. Even we have grown coffee, and there are so many good coffee called specialty coffee also. But they really love sweet coffee. They put so much sugar, so much addition, and then also when you see in Sumatra, they put egg into coffee and put sugar or the condensed milk. So it's really when you drink, it's like a Christmas coffee actually. I have a question. Can I? Everything there. So and when we go into other area in Indonesia, there is a mix of coffee to another. So basically,
Indonesian mostly enjoy coffee with sugar or with any like condensed milk or sometimes also with the coconut milk and eggs and yeah. So that is the culture in our country. And most people think that always because we are a tea drinker, that's the thing that we grow a lot of coffee. We have 5 ranking of the world of producing coffee, but mostly people drink more tea. So all the coffee is of course going to everyone because it's a commodity grade. But I think now we get more and more the young people push into the specialty coffee. Also, the many young people, young farmers, they try to make their own networking. So they make a specialty networking. They open all the cafe and try to educate people how to drink coffee. They make it coffee like wine. Actually, try to make coffee into wine culture, like canoe syrup, something like that. Yep. So, and then that's a very small talk, but there is a coffee actually because we're from each island. Yeah. It is really very interesting. Thank you so much, Fauzan, for your contribution. Vielen herzlichen Dank zu Fauzan für seine Erklärungen über den Kaffee in Indonesien. Fauzan ist ein Filmmaker, er macht riesen Film, ein Filmproduktion, ein Filmproduktion und gleichzeitig er ist Experte im Kaffeebereich. Er macht auch Kaffee-Workshop hier in Deutschland, in Berlin, in Hamburg und auch. Ja, zurück zu unserem Gerät oder mein Gerät, das natürlich habe ich bevor erzählt. Ich habe diese Geräte heißt Chemex und Chemex, wie gesagt, ist von einem Deutscher erfunden. Dieses Chemex wurde heute von einer Firma in Massachusetts hergestellt, produziert und findet man als das beste Design-Objekt. Das war die Aussage von Architekten in 1958, das beste Design in der Zeit und findet man jetzt das Gerät in New York Museum für Modern Art. So, und für Modern Art. Jetzt nach dieser Erklärungen aus Indonesien werden wir mit Marco aus Italien verbinden. So, Italien ist natürlich, hat eine Geschichte mit Kaffee, aber es hat natürlich auch eine lange Geschichte mit Asien. Italien hat Kaffee erfunden als natürlich in Venedig. Venedig unterschiedliches Commerce Austausch mit Asien, mit Middle East in der Zeit von Doge und Serenissima Republik. Und dazu kann man auch erinnern, dass das erste Kaffee in ganz Italien findet man in Venedig und heißt Café Florian. Café Florian ist bis heute aktiv, bis heute außerhalb dieser Corona
Pandemiezeit, aber Florian ist ein der beste Kaffeeplatz, das ich wirklich gemocht und ich fand immer diese schöne Atmosphäre mit dieser schönen Vorbereitung des Kaffees. Kaffee Espresso, warum Kaffee Espresso? Kaffee Espresso, natürlich hier in Deutschland habe ich gelesen, es gibt eine Statistik, die sagen, dass jeder Deutsche trinkt ungefähr 165 Liter Kaffeefilter. Weil Kaffeefilter eine deutsche Kultur und die Deutschen haben eine historische Kaffeekultur. Das ist natürlich Aussage sind diese Geräte, Seifenmaschinen und Chemex-Maschinen. Die Deutschen hatten Jahre bevor eine starke Verbindung mit dem Kaffee. Und Kaffeefilter und Kaffee, der Unterschied zwischen Kaffeefilter und Kaffee Espresso ist die Röstungszeit. So, Kaffee, wenn man Kaffee rostet man den Kaffee, das ist entweder in eine Gasmaschine oder elektrische Maschine. So, die Zeit muss natürlich zwischen 11 Minuten bis 14 Minuten. Was bedeutet das? Auch natürlich mit einer Temperatur mindestens 200 Grad Celsius. So 10 Minuten, 11 Minuten, das kommt der erste Krack und danach nach 1 bis 2 Minuten. Das heißt, kann ich einen guten Filterkaffee anbieten. Aber wenn der Röstung bis die 14 Minuten, dann bekommen wir ein Espresso. Jetzt, meine Freundinnen und Freunde, habe ich für euch unseren Freund Marco aus Venedig. Ich danke dir, Marco, für deine Contribution. Es hat mich sehr gefreut. Natürlich, Marco ist ein Hotelmanager. Er hat unterschiedliche Hotels in Venedig, unterschiedliche Restaurants in Venedig und er mag auch natürlich diesen gastronomischen Bereich, wo ich mit ihm zusammen für 20 Jahre diese Erfahrung erleben habe. Wir haben natürlich eine Erfahrung in Hotel Bekannte la Corte. Wir haben diese Hotel zusammen gearbeitet in Osteria, Alberto und unterschiedliche andere gastronomische Bereiche. So, Marco kommt aus ganz anderen Bereichen, aber er ist seit ungefähr 25 Jahren aktiv in diesem Bereich. Ciao Marco, grazie per il tuo aiuto e il tuo contributo. A te la parola. Sul microfono? Marco, dicono che il tuo microfono non funziona. Non si sente. Adesso sì. Sente? Sente Marco? Microfono rosso. Microfono rosso. Il rosso deve essere verde. Caro Marco, io ti vedo. Non ti sentiamo però. Pronto? Can you hear? No. Marco, il microfono non ti sentiamo in Landshut. Ok. So, in attesa che l'audio, wir warten natürlich, dass diese Audio- oder Audioproblem gelöst würde. So, ich habe etwas über Kaffeeröstung erzählt. Natürlich die Zeit, die Röstungszeit spielt eine wichtige Rolle. Das erste Krack, das heißt zwischen 10 bis 12 Minuten kommt der erste Krack und der erste Krack heißt wie Popcorn. Wenn Popcorn, man hört diese Popcorn. Jetzt sagen wir das Marco online. Ciao Marco, ci senti? Marco, ci sei? Marco?
Ich entschuldige mich, wir haben kein sophistiziertes Material, wir benutzen nur was ich oder wir haben, wir sind keine Experten. Ja? Ci sente? Ja, das ist ein Auto. Ja? Es gibt noch diese Audioproblem, aber das gehört zu einem direkt live und mit Leuten, die weniger Erfahrung haben. Ja, das ist natürlich es tut mir leid. Das ist, wer es ist. Und anyway, so gehen wir über das Gespräch, über Kaffee. Ich finde natürlich diese lokale Landshut und Kaffeekultur. Ich war in unterschiedlichen Kaffeeladen hier in Landshut, habe ich wirklich oft einen leckeren und guten Kaffee ohne Namen natürlich. I think the trainer will come to Germany. Hallo, Marco, ci sei? Okay. Marco, ci sentiamo. Puoi cominciare? Ok, es gibt kein... Jetzt ist wieder weg. Was tut der? Ja, ja. Marco, dove ci sei? Marco, dove ci sei? Ma non ci sentiamo? Ja, das ist natürlich eine Überraschung, das wir nicht erwartet haben, aber das gehört zu. Auch wir machen ein bisschen, wie die Französen sagen, on reste en compagnie. Wir bleiben zusammen und wir reden etwas. Ich versuche natürlich etwas zu erzählen über Kaffee. Ich bin nicht ein Experte, aber ich bin neugierig. Ich mag diesen Bereich, nicht nur Kaffee, auch natürlich die gastronomische Bereich insgesamt. Hier in Landshut hat mich sehr gefreut, diese Kultur, gastronomische Kultur zu lernen und zu entdecken. Ich habe viel über Würste gelernt. Auf diesem Grund frequentiere ich oft zusammen auch mit meiner Frau diese kleine Gaststätte auf Berndorf, wo man draußen sitzt, genießt sich am Brotzeit eine unterschiedliche Variation von Würste, hausgemacht. Ein leckeres Bier, die anbieten. Ich mache keine Werbung, die hatten mir nichts gesagt, aber ich mag natürlich die Qualität und auch, ich mag das, was dieses Land anbietet. Nicht nur in Landshut, auch in unterschiedlichen kleinen Dörfern. Wir fahren oft nach Gimsi. Und inzwischen treffen wir oft kleine Gaststätten, wo man wirklich einen Genuss von der Sache erlebt. Natürlich freue ich mich sehr, dass diese Traditionen stark bleiben und entwickeln. Auf diesem Grund habe ich auch auf meiner Seite, in meinem Laden, habe ich gesagt, okay, warum können wir nicht zurück diese Idee, sei von Chemex und andere Geräte, die meisten Deutsche erfunden haben, zurück zu der Realität. Natürlich, ich habe auch auch ein Espresso, entweder mit Handhebern gemacht oder mit Silberkaffeemaschine gemacht, mit natürlich unterschiedlichen Mühlemaschinen, wo man eine freie Wahl hat, wie kann man natürlich seinen Kaffee gründen kann. Ja. So, Marco will nicht reden, ne? Marco geht nicht. Ja. Aber carissimo Marco, mi dispiace veramente che non siamo riusciti a collegare, però ja, ich habe auch zu meinen Freundinnen und Freunden, ich entschuldige mich, wenn ich auf Französisch spreche, weil ich sehr nette Freunde habe, die
wegen dieser Zeit oder dieser Krise noch dans les îles Martinique blockiert sind. So, salut cher Sylvie, salut cher Yannick, je vous envoie des bisous. J'espère bien que bientôt en France, la situation sera normale, vous pourrez retourner chez vous. Je sais bien que ça durera très très longtemps. Je vous envoie de très fortes bisous de Landshut et j'espère bien que vous viendrez à Landshut à me visiter et à découvrir cette belle ville. Ja, das ist ein kurze Begrüßung an meine Freundinnen, die seit langer Zeit auf die Île Martinique blockiert sind. Natürlich, am Anfang war ein Urlaub, das war sehr schön, aber jetzt sind sie, es tut mir leid, sie sind wirklich, wie heißt es, natürlich aufgeregt, weil sie nach Hause zurückfliegen möchten. Es gibt natürlich auch die Freunde aus Deutschland. Ich begrüße auch meine Verwandten in Hamburg, Marburg, Berlin, Hannover und Regensburg und so weiter. Ich grüße euch. Natürlich aus Landshut schicken wir euch herzlichen Gruß. Wir schicken auch herzlichen Gruß an unsere Freunde, die Deutschsprache in USA und in Kanada. Wir grüßen euch, danke für dass ihr da seid. Schade, dass wir zusammen nicht live sprechen können, aber das machen wir später wie oft. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit in USA erlebt, obwohl die aktuelle Situation ein bisschen schwer ist. Gott sei Dank bei uns die Situation ein bisschen verbessert ist und ich hoffe, das wird besser. So, ein Kaffee muss ich wirklich gerne mit euch trinken. Wenn ihr die Gelegenheit habt und Zeit habt, seid ihr immer und herzlichen. Und jetzt haben wir eine Verbindung. Jetzt sprechen wir über Tee. Und ich habe für euch ein echtes Argument gewählt und ich hoffe und ich wünsche, dass ihr dieses Argument mögt. Das heißt Tee mit Gewürze und das heißt marokkanische Tee. Marokkanische Tee ist vorbereitet mit frischem Tee. Das ist Landschuter Tee, ist kein Marokkan, aber in Marokko, die bieten unterschiedliche Minze, unterschiedliche Gewürze und unterschiedliche Geruch. So, jetzt sprechen wir mit Badr aus Rabat, Marokko. Badr, er ist ein Ingenieur. Er arbeitet als Ingenieur, aber er mag auch Teekultur und er entwickelt sein Know-how und Kenntnisse. Er ist auch beschäftigt in Argan-Welt. Er mag Arganöl, Argan-Kosmetik. Er arbeitet auch mit Europa, er exportiert seine Sache und zusammen mit seiner Arbeit er versucht ein gastronomisches Know-how zu entwickeln und zu mitteilen. Badr, merci infiniment pour ta participation. Ça m'a fait vraiment un très grand plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est désolé que Marco n'a pas pu se connecter avec nous, mais j'ai bien un petit peu présenté une petite idée sur le thé marocain. Même si je connais quelque chose, ça me fera un très grand plaisir que toi-même, tu pourras présenter à nos amis de Landshut, de l'Allemagne, le thé marocain, comment il est préparé et comment il est servi. À toi, Badr. Merci. Bonjour Adel. Est-ce que je dois parler en français ou bien en anglais? En anglais, ce sera mieux. Auf Englisch es wäre besser. Auf Französisch. Okay. In English. Good morning, and first of all I want to congratulate Adel for the ceremony of the opening of this new coffee shop. Let me talk to you about the tea or preparation of Moroccan tea. As you know, Moroccan tea is known by it's very famous drink, and we use
two kinds of tea, green tea and black tea. Depend on the people what kind of tea they prefer to drink. Let me show you and present you how we can prepare the Moroccan tea. So, as you can see here, this is our preparation for tea. And I want to talk to you. Basically, we use this cup of black tea. Okay. Okay. And we use mint or some flavors of tea. And this is the our cups, if you can see. We have also one here. Yeah. So we put some black tea, as you can see here. Can you see me, Albert? Yeah, I see. Okay. After that, we add mint. Okay. Okay. And to get some flavors and to make it so sweet, you add the, as you can see here, the orange blossom water. Wow. Okay. Wow. To make it more sensitive. Yeah. If you want to add it first for the preparation, it's okay. If you not, you can add it after the preparation of Moroccan tea. Can you show the tea color and the tea there? What did you say, Adam? I said, can you show us the tea? The tea? What do you mean by black tea? You mean? No, I mean البراد. Yeah. Okay. This is the cup. Okay. Basically, we use in our tradition we use two cups. One, for example, with the black tea, and the second with the tea with the flavors, like mint, orange blossom water. Okay, it's depends of our guests what they prefer. So after that, we add some warm water. Okay. And we take it for a few minutes, like 3 to 5 minutes. Let me show you some Moroccan cookies. Sorry. Thank you. Just to give you an idea about our Moroccan cookies. Wow. Sorry. This is something for our guests to wake up the guests. That's we explain our happiness and our we are happy to welcome people. As you can see here, this is the sugar coffee Moroccan. This is, as you can see, this cookie is shafakiyat, you know. Wow. This is the bread that is very healthy. Smoke. We get it with the oil. Okay. Olive oil or argan oil. Ok Badr, très bien Badr, merci infiniment vraiment pour ta contribution, c'est vraiment super. Je reviens vers vous pour, voilà, de préparer. Voilà.
Super, wow. Sì. Ok. Et bon appétit. Merci, cher Badr. Je te remercie infiniment. Merci, cher Badr, pour ton contribution. Ça a donné une petite idée à nos amis ici à Landshut, en Allemagne ou bien d'autre part. Danke an Badr für seine Performance. Das ist natürlich, hat erzählt uns, wie die Marokkaner ihren Tee mit Mens vorbereiten. Und natürlich, wenn man in Marokko Tee, entweder mit grüner Tee oder Schwarztee, vorbereitet mit unterschiedlichen Fragranz oder Parfum, Minzparfum. Dazu gehört auch diese Orangeblütenwasser oder frische Blüten, Orangenblüten und auch manchmal solche Kräuter. Das ist natürlich eine große Kombination zwischen Tee und marokkanischen Plätzen, die meistens sind handgemacht oder auch hausgemacht. So, das war eine Idee, was ich auch an euch anbieten möchte. Ich hätte gerne euch hier im Petit Café zu anbieten, etwas für euch zu vorbereiten, aber das machen wir zukünftig. Natürlich, ich habe auch noch nicht die richtige Dose für diese Vorbereitung, aber wir machen das wirklich ehrlich. Jetzt kommen wir zurück zu meinem super Freund Marco. Danke sehr, Marco, für deine Geduld und ich danke auch meinen Freundinnen und Freunden, die aus Landshut oder Deutschland oder überall, die auf dich gewartet haben. So, Marco, a te la parola. Grazie per la tua pazienza e grazie mille anche del tuo contributo, caro Marco. Grazie, Abel. Hello to everybody. I'm Marco from Venice, but now I'm living in Padova. And I have a initial restaurant here in the center of Padova. I'm very happy for Abel with this new adventure. And I'm sure everything will go very, very well in the future. Other work will be in Venice many years ago. We had a little osteria in Venice, the Osteria d'Alberto. And then we worked again together in the hotel and also in a Venetian restaurant in the center of Venice. Also. The coffee appeared in the first time in Italy, appeared in Venice in 1570. And was introduced in Italy from a man. He came from Padua. And the name of this man that took the coffee in Venice, in Italy, the name was Alpino. He was a man from Padua. And also in Venice, the first coffee shop in Italy was opened in Venice around the end of 1500. And this man took some coffee bags from the east, I think from Turkey or something like that. And in Italy, the Venetian people were the first lady to taste the coffee. And here in Padova, I use a coffee from Austria. The name is Julius Main. That I think it is a very good coffee. Then important, of course, is the machine. The machine must be
a good machine. The first machine was made in Italy, in Turin, at the end of the, I think, at the end of 1800. And the first machine was made in Turin. But also here in this Venetian osteria that I have in Padua, we make a coffee, we make a Venetian drink, like a spritz that I hope Abel will make also over there. And the first coffee machine was made from a man from Turin. The name was Angelo Boriongo. And he presented the first machine at the Turin Universal Exhibition. And this is my machine that I have here. Wow. And important is the temperature, important is also the water I think. Because, for example, in Italy, in every city, the taste of the coffee is a little different because it depends on the water. If you go in Naples, it's different because it's much more stronger. In every city, in every part of Italy, you can taste a different coffee. Important that the machine, the temperature is like around 9 bar, and so I use a Uhr Lifstream, that is the cup. I don't know if you can see. And this is the machine, la spaziale. I use la spaziale, that is one of the most important coffee machine that we have here in Italy. Which kind of coffee will you use, Abel? I use a local cafe from a artisanal roastery. The machine that you have is very nice because it's a pressure machine. Yeah. And the finger is one of the best Correct. machine. It's very old finger. Correct, Marco. Thank you so much for your contribution. You are right, because here I have, as I said, we have this machine has two different cafe pressure, with the pump and with the hand level, that means the hand level. Anyway. Important is also when they change the temperature, very important is also the, I don't know in English, the brewing process of the coffee, yeah. of the coffee beans. Correct. Because when change the temperature, you have to change the machinino, yeah. This machine, you have to change. Correct. The breeding of the beans. Yeah. Also, when it's more humid, when it's more hot, when it's more cold, yeah. You have to change the breeding. Yeah. Caro Marco, ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo, mi è stato veramente carissimo. Mi fa piacere veramente di nuovo con te, anche virtualmente, di collaborare. Ti voglio tanto bene. Un saluto alla Cris. I hope to come to see you very soon. No, to come again, because you were here and you have to come again, Marco. And see you with pleasure. Ciao Marco. Ciao, bacio. Ciao. So, liebe Freundinnen und Freunde, nach dieser Erklärung von Marco hat mich sehr gefreut natürlich, dass etwas über das Café, seins Café und den Kaffeekultur in Italien. Als wir hier in Deutschland haben wir auch etwas erzählt, war
dass was habe ich natürlich gelesen und habe ich auch gesehen, diese starke Verbindung, die Deutsche mit dem Kaffee haben. Als ich auch in anderen Beruf gearbeitet, sah ich oft meinen Kolleginnen und Kollegen oft mit einem Vollbecher mit Filterkaffee. Und hier kommt diese Aussage oder der Verbindung, die Deutsche mit dem Kaffee. Jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, wir genießen uns eine kurze Zeit mit unserem Freund aus Moskau. Er ist ein Freund, der auch Landshut kennt. Er hat die Gelegenheit, Landshut zu kennenlernen. Er war hier für Zeit. Wir waren auch zusammen in unterschiedlichen Cafés hier in Landshut. Alex ist ein Musikspieler, ein Musikmacher für Dokumentarfilms und so weiter. Danke sehr, liebe Alex, für danke, dass du da bist. Thank you so much, Alex, for your contribution. I thank you that you accept to share with us this special moment. I wish that we will have chance to hear you live here in Landshut with your saxophone playing. You have, Alexei, I wish you all the best. Please. Yeah, we hear you. Go. Okay. Wow.
Das ist meine Frau. Ich freue mich, euch sie wollte nicht. Sie wollte nicht. Danke. Ja, perfekt, ne? Wow. Wow. Thank you so much, Alexei. Really, thank you. I am really so pleased. No, Michtin. So super. Wow.
Alexei, thank you so much. I can tell you only thank you for your contribution. You bring me also with these 3 melodies along the time, and we had the chance also to hear this music before. I wish really, Alexei, to welcome you here in Landshut again and to enjoy our time in this beautiful city and also around in the Bavaria. Alexei, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für diese 3 Melodien, die du für mich, für uns gewählt hast. Und ich hoffe, dass du hier in Landshut wiederkommst und können wir zusammen das erleben. Ciao, Alexei. Ciao und bis später. Wir schreiben uns später. Ciao, Alexei. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, hat mich wirklich sehr gefreut, mit euch diese Eröffnung meines Ladens, sagen wir digitale Eröffnung meines Ladens zu genießen, zusammen mit unseren Hauptfreunden aus Indonesien, Marokko, Italien und Russland hatten wir auch mehr andere Freunde, die sich freuen, zu mitteilen aus Amerika, Südafrika und anderen Ländern, aber die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Jetzt freue mich sehr, habe ich euch gezeigt, unsere Geräte, die 100% deutsch sind, wie diese Chemexe Kaffeemacher. Das war auch, ich muss das sagen, war von Herrn John schon geboren in 1941 erfunden. Das habe ich vergessen zu sagen. Und jetzt zeige ich euch mein Laden, wie es sieht. Und ich freue mich, wenn ihr Zeit habt, mein Laden live und konkret zu sehen. Und mit diesem Blick zu meinem Laden hat mich sehr gefreut, mit euch das zu erleben. Und diesen Moment, digitalen Moment zu genießen. Jetzt seht ihr eine Rocker-Kaffeemaschine, diese Rocker-Kaffee, die macht ein Espresso und die funktioniert nur mit Hand, ja? Das ist auch ein Espresso-Kaffeemaschine, aber manuell. Hier sehen wir als Vater aus Marokko uns gezeigt, die marokkanische Tikane, hier die berühmte Chemex, das ist diese John Chambord aus Kiel in 1941 erfunden hat. Das ist ein auch Kaffeemaschine, Seifenkaffeemaschine, das ihr hier bei mir genießt wird. Natürlich, das ist ganz unterschiedliche Sache, die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Hier findet ihr eine unterschiedliche Etikette oder Kleinigkeit, dass ihr mit einem Spritz, Aperol, Bitte oder Select genießen könntet. Und hier natürlich ein kleiner Link über das ist ein Cold Brew Kaffeemaker, das ist ein belgischer Luxe Kaffeemaker. Anyway, es ist lange Zeit, dass die Belgischen diese Kaffee 8 benutzen. Ja. Und hier kommen wir zu meinem Herzen, mein Lieblingsstück im ganzen Laden. Und das ist natürlich Weinregal, aber mein Lieblings- und super Lieblingsstück ist ein Bild. Dieses Bild ist ein Bild von der Schirmegasse von 1917. Und ich freue mich, dass ich mit euch dieses Bild, diese Genuss von dieser Geschichte, diese Lieblingsstadt Landshut
zusammen zu erleben. Ich muss danken der Stadt Landshut, Stadtarchiv, der Herr Taus und Herr Liebe, die mir geholfen, dieses Bild zu haben und zu ausdrucken, dass ich mit euch mitteilen und erleben kann. Ja, das ist mein bestes Stück im ganzen Land. Ich sage, die Freiheit. Ich liebe das Bild sehr. Ja, so liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem Bild nach einer Geschichte von Landshut, von der Straße Schirmegasse, ich grüße euch und ich danke euch für Ihre Geduld und dass ihr da seid. Aber wir haben unsere natürlich 18. Mai und ich freue mich, euch hier etwas lecker zu vorbereiten. Ciao, grüß Sie, bye bye. I thank you also, my friend. Bye bye. We will have contact later. Merci infiniment aussi bien à tout le monde qui a été présent, à meine Freundinnen und Freunde aus Landshut. Viel und tschüss. Ciao.